Servus und herzlich willkommen. Heute dreht sich wieder alles um den Karrieremodus im brandneuen Microsoft Flight Simulator 2024. Wir schauen uns heute an, wie man ein Unternehmen gründet. Wenn man eine bestimmte Stufe erreicht hat, so kann man sein eigenes Unternehmen gründen in seiner Karriere und genau das machen wir jetzt. Also ich habe hier quasi noch 0 Flugzeuge und 0 Credits, ich habe auch noch kein Unternehmen. Das heißt, bisher bin ich quasi für einen anderen Arbeitgeber hier diese Einsätze geflogen auf dieser Map und heute soll es so sein, es ist Zeit, um ein Unternehmen zu gründen. Das machen wir gemeinsam. Setz dich hin, wenn du noch nicht sitzt, lehn dich zurück, wenn du noch nicht lehnst und schau zu. Ich bin der Mario und herzlich willkommen auf meinem Kanal SimSites. Also wie du siehst, ich habe da noch nichts gemacht. Wir kaufen uns jetzt einfach hier mal dieses FlightSing-Unternehmen. Alle anderen, wie ich sehe, haben wir noch gar nicht zur Verfügung. Da fehlt immer irgendwo was. Hier hätte ich zwar schon die Spezialisierung, aber das Flugzeug für den Kauf ist noch nicht verfügbar. Ich schätze, es möchte einfach, dass wir mit FlightSing beginnen und dieses Unternehmen kaufen. Das würde ich jetzt auch einfach mal machen. Was haben wir denn da? Also, wir haben hier, gründen Sie Ihr eigenes auf Rundflüge spezialisiertes Unternehmen und bieten Sie Ihren Kunden neue Horizonte. Würde ich ganz gern. Ja, ziemlich teuer so ein Hubschrauber. Spring, Sommer, Herbst und Winter. Wieso muss ich mich denn da jetzt fokussieren? Ja, dann würde ich wahrscheinlich schon eher sagen, wir nehmen entweder... Ja, nehmen wir den Spring, würde ich sagen. Ja, Spring ist sicher ganz nett. Da hat man auch noch ein bisschen, sieht man die Jahreszeiten. Dann würde ich sagen, los geht's. Wir erstellen dieses Unternehmen um 1000 Credits. 45.000 K habe ich. Sie gründen gerade Ihr erstes Unternehmen. Dadurch werden Wartungs- und Ausfalloptionen für Ihr Flugzeug aktiviert, um ein realistischeres Flugerlebnis zu bieten. Wenn Sie Ihre Karriere ohne aktives Wartungssystem fortsetzen möchten, können Sie weiterhin als Angestellter Missionen fliegen. Ja, ich würde sagen, es läuft früher oder später darauf hinaus, dass wir ein Unternehmen gründen, also wir gründen das jetzt einfach. Benennen Sie Ihr Unternehmen. Shit, da hätte ich mir ja vorhin schon was überlegen können. Hier eintippen. Was nehmen wir denn da am besten? Ich glaube, ich bin da unkreativ und nenne es einfach SimSites. Nennen wir SimSites Air, dann ist die Ein- und Mehrzahl bei Airline oder Airlines nicht relevant. Da ist auch kein Mobbing oder Gewalt mit dabei, ist nur Kanalwerbung, wir bestätigen das. SimSites Air ist gegründet. Cheer. Mal schauen, was mich da jetzt erwartet. Anscheinend muss da im Hintergrund wieder einiges geladen werden. Wir stehen in unserem Hangar, okay. Sie haben gerade Ihr erstes Unternehmen gegründet. Jetzt müssen Sie ein Luftfahrzeug kaufen, um selbst fliegen zu können. Denken Sie daran, dass Sie bei Bedarf auch jederzeit noch als Angestellter fliegen können. Sehr gut, das ist wichtig. Das heißt, wir können quasi auch weiterhin nicht ganz so gut fliegen, weil jetzt habe ich Engine Wear und wenn ich hart lande, werden wahrscheinlich die Reifen kaputt. Alles Mögliche, es kann alles kaputt werden. Ich möchte nicht schuld sein, das kaputt zu machen. Denken Sie daran, genau. Wir klicken auf Weiter. Okay, also da ist noch nichts passiert. Man kann mehrere Unternehmen gründen. Okay, das ist natürlich sehr interessant. Überblick, Kontoverlauf, ist natürlich noch nichts passiert. Okay, und wo kann ich jetzt mein Flugzeug kaufen? Das ist natürlich interessant. Aha, okay. Also noch einmal in schnell, also in langsam. Entschuldigung, also wir machen hier... Wir gehen auf alle Unternehmen, dann wählen wir anscheinend Unternehmen verwalten und dann können wir hier Luftfahrzeug kaufen und den Namen auch wieder bearbeiten. Das heißt, okay, wenn mir noch was Besseres einfällt, kann ich das noch ändern. Sehr gut. Was wollen wir denn? Was ein verwendetes Flugzeug? Naja. In dieser frühen Phase Ihres neuen Unternehmens können Sie nur auf gebrauchte Luftfahrzeuge zugreifen. Um Gottes Willen, machen Sie weiter und Sie werden schon bald in der Lage sein, brandneue Luftfahrzeuge zu kaufen. Okay. Dann kaufen wir uns halt ein gebrauchtes.
Ich hoffe, ich kann mir das leisten. 44k habe ich noch. Gebrauchte Luftfahrzeuge sind viel billiger als neue, aber Sie können die Maschinen nicht konfigurieren. Wählen Sie ein Flugzeug aus, um sich seinen Zustand anzusehen. Naja, dann bleibt ja quasi eigentlich nur die Cessna 172. Weil die, glaube ich, die fliegt nicht so schnell und da fehlt mir auch noch eine Certification. Naja. Was haben wir da? Steht noch nichts über den Zustand. Gehen wir mal auf Hier Weiter. können Sie den aktuellen Zustand des Luftfahrzeugs sehen, bevor Sie sich zu einem Kauf verpflichten. Die Art und Weise, wie Sie fliegen, wirkt sich drastisch auf den Zustand des Luftfahrzeugs und die damit verbundenen Wartungsgebühren aus. Also passen Sie gut auf Ihre Luftfahrzeuge auf. Naja, das werde ich machen. Ich gebe mir Mühe. Das Luftfahrzeug sieht gut aus, aber seien Sie in Zukunft vorsichtig. Nicht alle gebrauchten Maschinen werden im tadellosen Zustand verkauft. Ja, das kann ich mir vorstellen. Okay, der Techniker sagt, alles ist gut. Checkup aktualisieren, letzter. Das passt schon, alles gut, wir gehen da weiter. Okay, das schaut so aus. Da kann man wohl auch die Farbe nicht ändern oder so. Jetzt ist es an der Zeit, einen Versicherungsplan für Ihr Luftfahrzeug zu wählen. Es stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, jede mit unterschiedlichen Deckungssummen und zu unterschiedlichen Gebühren. Wählen Sie die Option, die am besten zu der Art von Aufträgen passt, die Sie übernehmen wollen. Ja, ist heftig. Es ist ja aber schon schweineteuer da bei euch. 570 Credits, aber nur 10% gedeckt. Ja, ich würde sagen, wir gönnen uns mal die erweiterte Versicherung. Oder? 6730 Credits pro Flugstunde. Das ist nicht wenig. Ich glaube, ich fange mal klein an. Ja, ich fange klein an. Das kann man sicher upgraden. Downgraden vielleicht nicht, so wie im echten Leben, aber upgraden, die Versicherung will sicher unser Geld haben. Jetzt kann man eine Lieferung auswählen. Okay, das ist auch spannend. Lasse ich mal das zu uns hin liefern. Ich kann das sogar nach Wien liefern lassen. Ich glaube, aber ich lasse es nach Loan liefern. Quasi mein Heimatflughafen. Hier in dem Sim zumindest. Ja, das werden wir machen. $23.000 Credits, das ist eine Summe. Gut, dass ich schon viel gegrindet habe. Ah, gekauft. Na gut. So fühlt sich das also an, wenn man ein Flugzeug kauft. Very nice. Dann gehen wir mal auf Weiter. Was sagt die Ihr Hedi? neues Luftfahrzeug ist angekommen. Lassen Sie es vom Techniker überprüfen, Ja, ja, sicherzustellen, klar, gleich Kosten dass ausgeben, beim ja. Transport nichts beschädigt wurde. Sie sollten regelmäßig den Zustand all Ihrer Luftfahrzeuge überprüfen. Eine ordnungsgemäße Wartung ist unerlässlich. Verstehe Es ist ich. besser, Fehler hier am Boden zu entdecken, als 5 Minuten nach dem Start. Macht Sinn. Sie müssen entscheiden, was dringend repariert werden soll und was warten kann. Halten Sie auf jeden Fall Kontakt zum Techniker. Alle Systeme müssen regelmäßig gewartet werden. Wahrscheinlich um urviel Geld. Besatzung aus. Oh, wir hätten sogar eine Crew verfügbar. Sehr interessant. Wahrscheinlich müssen wir die auch noch zahlen, aber um Gottes Willen, das machen wir nicht. Was sagt der Überblick? Okay, das ist immer noch die Flotte selbst. Ah, okay, da kann man das machen. Na, servus. Genau, der wird mich gleich einmal auf die letzte aufs Existenzminimum runter reduzieren, wenn ich das Fahrwerk jetzt schon warte. Ja, ich glaube, das muss warten. Das steht zu warten. Ich glaube, das nehmen wir wörtlich, da werden wir warten. Das kann ich mir nicht leisten. Aber interessant, wenn ich es wieder verkaufe, kriege ich 171.000 und kauft habe ich es um 23. Das ist ein guter Deal.
Das ist ein guter Deal. Jetzt schaut es da schon besser aus. SimSites Air, ein Flugzeug, 0 Credits. Und jetzt wäre die Frage, wie kann man da jetzt was starten? Kann man da irgendwie was starten? Ich würde da gerne einen Flug starten. Schaut nicht so aus. Macht man das über die Einsätze? Aha. Sie können sich auch als Freiberufler selbstständig machen. Hier lockt ein höherer Lohn, aber die ganze Verantwortung liegt bei Ihnen. Ja, es wäre schon fein, wenn wir uns da jetzt selbstständig Sie können jetzt machen. über das Bedienfeld in der oberen linken Ecke zwischen Angestellten- und Freiberufleraufträgen wechseln. Sehr gut. Das hätte ich nämlich wissen wollen. Das heißt, hier kann man wechseln. Freiberufler, dann haben wir unsere neuen Missionen und Angestellten sind dann quasi das, was wir bisher schon immer machen konnten. Und da sieht man, dass der Flieger da drüben steht. Okay, das ist ja mal spannend. Dann könnte man ja hier eigentlich fast sagen, okay, Luftfahrzeug erforderlich. Wir haben ja ein Luftfahrzeug. Also braucht man das wirklich dort in Günzelsdorf? Es schaut mal so aus, als würden wir da von Bad Vöslau wegstarten. Und wir haben es in Lohn, Wiener Neustadt stehen und da gibt's nichts. Wirklich? So läuft das? So, was zeigt er uns da jetzt an? Da ist ja gerade noch gestanden, dass ein Flugzeug erforderlich ist. Kein Luftfahrzeug verfügbar. Minimale Transferkosten 20 Credits. Aha. Das heißt, das wird dann quasi immer zuerst mal rüber transferiert, so realistisch. Das steht an einem fixen Ort. Und ist dann anscheinend... Naja, das müssen wir machen. Das müssen wir machen. Dann würde ich sagen, wir nehmen die Mission an. Für 20 Credits. Und lassen uns überführen. Erstflug, Mission als Freiberufler. Ich muss aufpassen. Der Hangar ist für Sie als Freiberufler noch wichtiger. Sie können hier das Ihre glaub ich. Luftfahrzeuge ändern und verwalten. Mach mal. 15.000 Credits, na das ist ja mal eine ganz andere Hausnummer. Das ist ja das 15-fache. Ist ja nicht schlecht, dafür gibt es aber so gut wie keine XP. Da habe ich schon mal mehr gesehen. Naja, gut. Flugzeug ändern, Treibstoff, alles okay, wir fliegen. Ich würde sagen, wir fliegen. Wir speeden da jetzt auch wieder ein bisschen durch mit der Sim-Rate. Dass wir nicht die ganzen 30 Minuten da jetzt brauchen. Aber ich will sehen, wie das funktioniert und was rauskommt am Ende als Freiberufler. Machen wir schnell. Ganz schnell machen wir das. Und steigen ein. Wir drücken schnelle Antwort fürs Boarding starten. Starten das Boarding. Verstanden. Verstanden. So, wir drücken mit der Steuerung E oder Engine Start, um die Engine zu starten. Alles bereit für ein schönes Abenteuer über den Wolken. Perfekt, dann machen wir die Lichter noch an. Ihr Gast heute ist Katharina. Katharina. Eine ihrer Kollegen ist mitgekommen. Wir kennen sie hier gut und wollten Ihnen einen Flug über Ihren Wohnort gönnen. Hallo Katharina. Wenn die Sicherheitsgurte angelegt sind, sind Sie startklar. Ziehen wir es durch. Ziehen wir es durch. Schnelle Antwort, Rollfreigabe. Neustadt Ground Cessna Oscar Echo.
Hotel Yankee Sierra Erbitterol Freigabe für Start Departure to the East. Departure. Start Departure. Mach mal. Cessna Oscar Echo Hotel Yankee Sierra Taxi 2 End Hold Short of Piste 36 Right via Taxi Y Foxtrot Alpha Bravo. Contact Tower on 123.25 Wien Ridi. Ja, also ich stelle es nachher wieder auf Englisch um. Wir bestätigen die Rollfreigabe. Taxi to End Hold Short Piste 36 Right using Taxi Y Foxtrot Alpha Bravo Cessna Hotel Yankee Sierra. So, und ich muss jetzt auch sehr brav da fliegen. Weil das ist ja unser Flugzeug. Ich bin Katharina. Ich hatte noch nie die Gelegenheit, über Ebenfort zu fliegen und bin begeistert. Also zähle ich darauf, dass Sie mir viele coole Sachen in meiner Umgebung zeigen. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Andreas. Ich bin mit Katharina auf diesem Flug unterwegs. Ziemlich aufregend. Ziemlich aufregend, ja, ziemlich bumpy hier. Flaps. Dann rollen wir da mal vor zum Hold Short. Ziehen da auch unsere Spuren, was sehr nice ist. Das hat der 20er Flugsimulator noch nicht können. So, ich nehme Power wieder weg. Ich fürchte, das Bremsen da ist sicher auch lustig. Da geht's noch einmal runter. Geht's schwer bergauf. So, und wir holden Short. Starterlaubnis. Neustadt Tower Cessna Oscar Echo. Hotel Yankee Sierra Ridi et Piste 36 Right East Departure. Cessna Oscar Echo Hotel Yankee Sierra QNH 1013 Departure to the East Approvet. Cleared for Tage auf Piste 36 Right. Ich bestätige mal das noch schnell. Cleared for Tage auf Piste 36 Right Cessna Hotel Yankee Sierra. Cleared vor Tag auf. Uiuiui, da geht's bergauf. Das muss man halt schon sagen, der Boden ist jetzt wirklich sehr bodig. Sehr uneben, was sehr nice ist. So, und ich glaube, das ist die Runway, oder? Das schaut verdächtig nach der Runway aus, ja. Ein Vollgas, geht schon. Drehung noch zurück auf 14. Dann rollen wir mal ein bisschen. Das dauert auf der Wiesn natürlich ein bisschen länger als auf dem Asphalt. Und wir könnten schon langsam aber doch mal rotieren. Ja. Okay, ja, ich habe ja keine Ahnung, wo die Startbahn da ist. Aber oh ja, gut. Wahrscheinlich bin ich ein bisschen in die Wiese gekommen. Ist halt so. Mal schauen, ob mir mein eigenes Flugzeug das verzeiht oder ob das Fahrwerk jetzt quasi nicht zu warten ist, sondern wirklich kaputt ist. Flaps ab. Ich nehme auch ein bisschen Gas raus, dass wir nicht ganz so im Anschlag fliegen. Cessna Hotel Yankee Sierra Continue for East Departure. Wir wollen ja im grünen Bereich da bleiben, genau. Neustadt Tower Cessna Oscar Echo. Hotel Yankee Sierra Continue for East Departure. So, dann erhöhe ich die Simrate mal auf 4, also auf 2 und auf 4 und auf 8. Wieder zurück auf 4. Werden wir das Büro sehen? Das wäre lustig. Wieder auf 8. Alles klar. Ich bin total
Wow. Sonst fällt mir ja immer etwas ein. Aber wow. Wow. Sie ist total wow. So, ich bin auch total wow. Dann wieder Simrate auf 4 zurück, auf 2 zurück und auf 1 zurück. Wir sind jetzt sehr flott. Ich nehme wieder Power raus. Weil ich weiß, da vorne müssen wir wieder auf 82 sein. Wir machen noch ein Handoff mit der ATC. Neustadt Tower Cessna Oscar Echo. Hotel Yankee Sierra Frequenz Hey Katharina, nichts geht darüber, Hier oder? ist Wiener Neustadt Land. Ich war nicht darauf vorbereitet, so emotional über die Aussicht zu sein. Ja, Wiener Neustadt Land. Das meine ich halt eben. Wir haben halt echt super tolle Highlights da beim Flightsiegen. Schau dir mal an, wie schön Wiener Neustadt Land ist. Ist doch sagenhaft. Wenn ich mich da an Barcelona erinnere, wo wir vorhin geflogen sind. Ah, Barcelona war natürlich, da sieht man was. Aber natürlich nichts gegen Wiener Neustadt. Simrate mal wieder erhöhen auf 2. Auf 4. Kennen Sie den Film, in dem der Zauberer auf einem riesigen Adler herumfliegt? So ist das hier. Nur, dass der Zauberer im Film keinen Sicherheitsgurt hat. Hahaha. Ich habe die Gegend noch nie so erlebt. Das freut mich. Ich hoffe im positiven Sinne. So, ich erhöhe die Simrate noch einmal auf 2. Seht euch diese Aussicht an und schaut auf meinen Arm. Ich krieg Gänsehaut. Gänsehaut, Goosebumps. Na gut, dann... Achso, das war's schon wieder. Platzrundenanflug, tatsächlich. Neustadt Tower Cessna Oscar Echo. Hotel Yankee Sierra 6 Meilen Simrate 2, Simrate 4. Cessna Oscar Echo, Hotel Yankee Sierra Neustadt Tower. Ich glaube, die Simrate ist jetzt nicht 4, sondern 8. Ich weiß ehrlich gesagt gar Es nicht. ist, als würde sich die Welt vor mir ausbreiten. 1, 2, 3, 4. Schnelle Antwort. Okay, wir sind tatsächlich wieder da. Das hat sehr flott funktioniert. So, wir nehmen da wieder Power raus. Beamrate 1, 2. Zurück zur Realität. Leute, 1, 2, hast du es okay. genossen? Katharina, bereit für deinen nächsten Flug? Simrate wieder erhöhen. Über mein 1, geliebtes 2, Wiener 3. Neustadt-Land. Lass es uns 8. noch einmal machen. Von Anfang bis Ende ein Riesenspaß. Dankeschön, Kapitän. 1, 2, 3. Wieder Originalgeschwindigkeit. So, wo ist der Endanflug? Man turnt hier dann eh quasi noch einmal, dann müssen wir noch nicht so langsam sein. 1, 2, Simrate ein bisschen. Cessna Hotel Yankee Sierra Wind 1, 57 2, bei Von Flaps. Cleared Landung Piste 36 Right. Da ducken wir jetzt einfach mal schön hin. Ja, da schaut es jetzt wieder schön aus, muss ich sagen. Das schaut wirklich gut aus. Also Wiener Cessna Neustadt Hotel Land Yankee Sierra, please acknowledge. hat doch ein bisschen was zu bieten. Ja, wir acknowledgen noch die Landefreigabe. Cleared Landung Piste Cleared Landung Cessna Piste Hotel Yankee Sierra. 636. $500, okay. Bisschen mehr Flaps, wir sind immer noch. Warum sind wir noch immer so schnell? Das war zu viel Flap. Ja, da bin ich jetzt aber gespannt, was wir da verdienen. So, dann haue ich die Flaps ganz raus.
Ich glaube ja fast, dass man hier landet und gar nicht da. Bitte nicht mit meinem Flugzeug crashen. Die Landebahn war vorhin in der Wiese, die wird jetzt auch wieder in der Wiese sein, nehme ich mal an. Das ist fix die hier. Cessna Hotel Yankee Sierra, Kontakt Ground on 123.25. Ja, das gilt jetzt wieder als Taxi. Klar, wenn wir da schon drüber sind über die Rollbahn. Da muss ich sagen, keine Ahnung, wo da die Rollbahn ist. Und wo sie aufhört, wo sie anfängt. Weil anscheinend haben wir es überschossen. Das ist jetzt wieder so ein Fall, wo ich die ATC nicht drücken kann. Ich kann drücken, so viel ich will, das geht nicht. ATC kaputt, die wird gleich wieder schimpfen mit mir. 1, 2, ziemlich bumpy mit Simrate. Wir spielen gerade auf 4-facher Geschwindigkeit, da ist das halt ein bisschen hart. Ja, okay. 1, 2, fahren wir wieder runter ein bisschen. 1, 2, 3, 4. Und dann bleiben wir stehen und schauen wir, wie kaputt wir das Flugzeug da jetzt gemacht haben, weil ich sage einmal, meine Räder hätten doch lieber eine Asphaltrollbahn als wie eine Wiese. Und die waren ja eh schon zu warten. Schauen wir mal. Park Brake. Triebwerk Stopp. Und 15k. Okay, das ist schon mal in Ordnung. Es gibt nicht viele XP, das haben wir aber gewusst. Okay. Bam. Und jetzt? Ja, okay, das schon her. Grundeinkommen, das heißt, wir geben jetzt auch nichts ab. Reputationsbonus, sehr nice, okay. Und 4,6k ist nicht überspringen. 16k Einnahmen. Ja, nicht schlecht. Dafür habe ich vorhin eigentlich vom Gefühl her 15 Missionen spielen müssen. Und jetzt spiele ich eine und habe 16k in einer. Also mit einem Unternehmen als Freiberufler funktioniert das Ganze ein bisschen flotter, was das Geldverdienen angeht. Aber ich sage einmal, die Wartung wird sicher auch von mir noch ein Geld wollen. Schauen wir uns jetzt mal ganz kurz. Was ist da? Okay. Sagen wir mal, wir gehen auf Unternehmen und gehen auf Unternehmen verwalten und gehen auf dieses Flugzeug und gehen auf Verwalten. Ah, man muss für 3000 den Check-up auch noch aktualisieren. Ist das ja lustig. Ja, dann würde ich sagen, das machen wir jetzt. Einfach der Einfachheit halber, okay. Also das Flugzeug ist genauso gut wie vorher. Wir haben das Fahrwerk jetzt quasi nicht ruiniert mit der Wiesenrollbahn. Also alles okay. Der Check-up war quasi jetzt gut. Naja, dann, also, erstes Unternehmen gegründet, SimSites Air, du warst live dabei, wir haben uns ein Flugzeug gekauft, eine Cessna 172 Skyhawk, du warst auch live dabei, sie war sehr günstig, würden wir sie quasi jetzt wieder verkaufen, würden wir extrem viel Geld kriegen, aber das haben wir natürlich nicht vor. Und damit soll es das im heutigen Video auch schon gewesen sein. Ich hoffe, du hast dann Spaß gehabt, du hast was mitnehmen können. Lass mir gerne einen Daumen hoch da, schreib mir was Liebes in die Kommentare, ich schreibe auch was Liebes zurück und ich würde mich freuen, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal, ciao Baba. Gerne noch da oder da weiterschauen.